Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Motorradtourer und Motorrad Adventure Touring auf Kanal 2. Anfang Juli 2024 war es wieder soweit. Eine neue Tour stand an. Es sollte gehen Schweizer und französisches Jura über die Seen bis Genfersee nach Grenoble. Vercors stand an und die Heimfahrt dann über einen Teil der Grand Tour des Alpes. Eine wirklich sehr toll geplante Tour. Ja, irgendwie habe ich kein Glück, wenn es da unten in Hilsingen losgeht. Also wir trafen uns morgens gegen 10 Uhr in Hilsingen, um dann diese 320 Kilometer gemeinsam bis ins französische Jura zum ersten Übernachtungsziel im Bois d'Amour am Col du Marjairutz zu fahren. Ja, das war alles nicht ganz so einfach, muss ich sagen. Ja, das war eben alles andere als eine tolle Tour und bei Temperaturen von 32, 33 Grad unten an den Seen, also das war wirklich kein Honigschlecken. Also das war einfach echt gar nichts. Die Tour übrigens, die habe ich weitgehend aus dem Archiv einer renommierten Motorradzeitschrift, nicht Motorrad, eine andere, übernommen und die wurde da hochgelobt. Also wirklich, also so einen Mist habe ich selten gefahren. Das hat sich jetzt doch wieder gezeigt, ich plane meine Sache selber und dann weiß ich, wo es hingeht und dann passt es auch. Also ja, das war echt gar nichts. Das Problem ist ganz einfach, ihr fahrt da runter, wir sind dann also in Hilsingen gestartet, nach Schaffhausen, dann ging es über die Passhöhen Bürgersteig und Saalhöhe ins Französische und auch Schweizer Jura. Und im Schweizer Jura hast du einfach das Problem, du fährst von Ortschaft nach Ortschaft und da ist überall 30 und da wird kontrolliert. Und du kannst auch über Land nicht einfach fahren, wie du möchtest, weil das einfach alles echt ein Problem ist. Da gibt es einfach keinen Stick. Also wenn du da eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 35 rausbekommst, bist du wirklich schon gut dabei. Und wir sind ja das Gleiche auch schon wesentlich weiter nördlich gefahren, also alles im französischen Jura, da war das eigentlich nie so ein Thema. Und das nächste war da unten natürlich am See. Ihr seht es ja auf den Aufnahmen. Also du fährst da, wirklich, das sind gefühlt 50 Kilometer eine Ortschaft. Kreisverkehr an Kreisverkehr und Ortschaft an Ortschaft zum Halten, 30 durch Ortschaften durch. Also wirklich, das war eine furchtbare Sache. Option wäre natürlich gewesen, dass wir kurz auf die Autobahn fahren, um diese 60, 70, 80 Kilometer zu umfahren. Das wollten wir nicht, da wurde ich überstimmt. Also gut, dann müssen wir das halt so machen und sind da gequälterweise runtergefahren. Also es war so, dass wir für 120 Kilometer, die da so an dem Neuchâtelsee entlang gingen, haben wir rund 4 Stunden gebraucht. Also das sagt echt alles aus und bei den Temperaturen, da bist du dann wirklich brotfertig, bis du da durch bist. Nachdem wir jetzt diese blöde Hauptroute wieder verlassen haben, fahren wir jetzt wieder über Land und das macht doch auch mehr Spaß. Über Bretonnieres fahren wir nach Faulion und jetzt soll doch glatt schon die nächste Katastrophe auf uns warten. Am Col de Petrafeli ist die Straße gesperrt, ihr seht es im Video. Und es war absolut schwierig, das rauszubekommen, wo denn da eine Umleitung ist. Also es war schon unterwegs nichts angeschrieben und auch da oben hieß es, ja, ihr könnt da fahren oder ihr könnt da fahren. Und also wir waren einfach so frustriert, es war mittlerweile auch fast 20 Uhr und wir haben dann wirklich das Hotel umgebucht. Weil das für uns echt das Beste war. Und ja, das hat sich dann am nächsten Tag rauskristallisiert. Ja, die Umleitungsstrecken in Frankreich, das ist so ein Thema. Also am nächsten Tag haben wir das dann mal eruiert, wie wir denn hätten fahren können, dass wir überhaupt zum Hotel gekommen wären. Es wäre gegangen über den Col de Mollendruz, über den Col du Marjairutz nach Le Brassus.
wäre eine Umleitung gewesen von rund, sage und schreibe 60 Kilometer. Also nochmal locker 1,5-2 Stunden fahren. Oder man hätte zurückfahren können bis nach Le Creux und dann die französische Seite runterfahren. Das wären auch nochmal rund eine Umleitung von 55 Kilometer gewesen. Aber gut, so im Nachgang eruiert ist es einfach das Problem, dass natürlich hier im Jura natürlich nicht Straße gibt wie bei uns alle 5 Kilometer irgendwo, dass du rauf und runter fahren kannst. Das haben die einfach nicht. Da sind natürlich diese Entfernungen schon eine ganz andere Hausnummer wie hier bei uns, wo man immer eine Straße hat oder was weiß ich was. Vermutlich Einheimische hätten den Schleichweg gewusst, aber mir als Fremde war halt schwierig und die Probleme bei der Verständigung kamen natürlich auch noch dazu. Wir haben zwar in einem Dorf mal angehalten und gefragt, wo es hingeht, aber auch die Frau konnte uns das gar nicht 100% sagen. Wir haben ein Hotel gefunden, aber wirklich der Tag war eine reine Katastrophe. Absolut. Das Thema Sprachbarriere ist dort natürlich im Schweizer und auch französischen Jura wirklich ein Thema. Es spricht keine Sau Englisch, wirklich keine Sau. Entschuldigung für den Ausdruck, aber es ist so. Und wir mit unserem Schwäbisch oder Hessisch, wir sind auch nicht so richtig weitergekommen. Und auch Anrufe im Hotel, um das zu stornieren, eine mittlere Katastrophe. Und bei Booking stand auch nur ein französischer Dienst zur Verfügung, also Support war nicht zu erreichen. Also das hat dann wirklich, wir waren echt frustriert und waren dann froh, an dem anderen Hotel angekommen zu sein. Ja, und natürlich hätten auch unsere Garmin-Navis natürlich eine Umleitungsoption drin. Haben wir natürlich genutzt, aber ich habe 40 Kilometer Sperre eingegeben und trotzdem hat das System bei mir nicht richtig gerechnet. Das war das Problem, dass wahrscheinlich mein Gerät zu dem Zeitpunkt nicht richtig funktioniert hat. Aber auch bei den anderen sind wir nicht so richtig weitergekommen und auf der Karte beziehungsweise am Handy das rauszusuchen, das war einfach schlecht. Aber es hat mir eins gezeigt, das nächste Mal habe ich eine Detailkarte dabei und weiß dann auch, wo ich hinfahren muss. Definitiv. Also das war mein Fehler. Geht nämlich auf meine Kappe. Jetzt fahren wir also weiter zum Col du Mollendruz, eine sehr genutzte Motorradstrecke, so wie es aussieht. Aber das nutzt ja alles nichts. Ihr hört ja immer wieder die Anzeigen bei mir, bitte wenden, auch jetzt nach 35 Kilometern noch. Aber gut, sind dann so gegen 20:30 Uhr, es war schon knapp 21 Uhr, im Hotel angekommen. Das war der Tag, als Frankreich gegen England in der Europameisterschaft spielte. Da war natürlich nichts mehr mit dem Essen im Hotel, aber gut, wir haben das bisschen noch getrunken, da war der Tag auch vorbei. Also, jetzt freuen wir uns auf morgen. Danke, dass ihr da wart. War ja auch mal interessant, sowas zu sehen. Wenn nicht alles so glatt läuft. Rechts abbiegen. Nach einem wirklich anstrengenden Tag gestern haben wir heute Nacht wirklich auch alle gut geschlafen. Frühstück war ausgezeichnet und so fahren wir gegen 9 Uhr in Vallorbe los. Es geht über Le Rousse an Genf vorbei zum ersten Pass heute, der Col de la Croisette, sind wir ja schon öfter gefahren, ist immer wieder ein Erlebnis da hoch, oben auf dieses Aussichtsplateau zu kommen, wo die Sicht enorm ist. Weiter geht es Richtung Annecy, um den See herum und dann über den Col de Pré und Col de Coucheron nach Grenoble. Grenoble war auch nochmal was ganz Besonderes, da stimmte die Adresse bei Booking vom Hotel nicht. Und das war also auch nochmal ein Abenteuer, da durch das Moloch durch Grenoble zu fahren.
auch bei Temperaturen wieder von 34 Grad oder so. Also bei der Moto Guzzi war das erste Mal, dass wirklich die Sitzheizung nicht eingeschaltet war und trotzdem das heizte wie die Sau. Also das war auch wieder was Besonderes. Heute früh ging es los, es hat etwas geregnet, aber das Wetter ist dann unverzüglich besser und auch warm geworden. Also, viel Spaß beim Zusehen heute. So, jetzt sind wir wieder in Frankreich. Also, das ist so viel entspannter zu fahren. Wir fahren jetzt also im Jura, im Grenzgebiet Frankreich-Schweiz die ganze Zeit. Also wir haben heute auch schon zigmal die Grenzen gewechselt. Und das ist viel entspannter zu gestern. Also wirklich ein krasses Gegensatzprogramm. Und heute freuen wir uns drauf. Man kann fließend fahren, wenig Verkehr. Und das ist einfach eine ganz andere Sache. Aber ihr seid ja selbst auf den Aufnahmen. Und ja, jetzt fahren wir mal weiter in die Nähe von Genf, das wir aber doch recht großflächig umfahren werden. Und dann geht es zum Col de la Croisette. Super. Die erste richtige Anhöhe. Und übrigens, die Tour jetzt heute, die habe ich selber geplant. Immerhin 1300 Meter hoch. Alte Frau Chille. Auch brutal finde ich, oder? 1300 Meter will ich schon. Wir fahren die ganze Zeit auf dieser Höhe rum da. Der Genfer See, wunderbar. Jetzt 60 Meter hier links. Scharf rechts abbiegen in die Straße Place Patton, dann in die nächste Straße links abbiegen. Links abbiegen. Jetzt haben wir den ganzen Wust um Genf und den Genfer See hinter uns gelassen und fahren jetzt südlich von Genf, also es beginnt gleich in der Ortschaft Archams. Nach dem Grenzübergang fahren wir den La Croisette hoch. Also wirklich eine ganz interessante, tolle Auffahrt
Und wir erreichen dann oben die Hochebene in La Croisette. Das ist eine ganz kleine Ortschaft und egal wo man fährt, da hat man ganz irre Aussichten. Wir fahren jetzt erstes Mal oben rechts nach einer kleinen Pause Richtung Annecy und können die ganze Zeit diesen tollen Ausblick genießen. Ihr seht es auf dem Video. 3,5 Kilometern erreichen Sie das Ziel, nur 08 Quilmes Royal. Das Ziel liegt rechts. Super, super, super. Ach Gott, das ist super. In 700 Metern rechts abbiegen auf die D41. Eher nicht. Glaub's auch nicht. Auf jeden Fall, wenn du schnell durchfährst, fällt das Gebiet raus. Ah, jetzt guck mal auf den See. Jetzt ist das schön. Das ist aber ein anderer. Das ist der Annecy See. Jetzt haben wir es also geschafft. Jetzt fahren wir hier die D909A am Lac d'Annecy, einer der größten Seen in Frankreich, entlang. Die Uferstraße, also wir sind jetzt hier auf der Ostseite, ist ca. 38 Kilometer lang. Also hier kommt man auf jeden Fall wesentlich besser voran als am Genfersee und auch am Neuchâtelsee. Das hat doch schon mal was. Den See haben wir hinter uns und jetzt geht es über den Col de la Fourglatz und weiter zum Col de la Champs Richtung Grenoble. Die Ausblicke hier sind ja wirklich wunderbar und die Straßenführung absolut flüssig, genau ideal für Motorradfahrer. Das genießen wir jetzt und fahren dann weiter Richtung Grenoble.
Col de la Fontaine. Straße rechts abbiegen. Auf die B10. What have you done for my gaze to dwell in her arms, lost in past? When I think of you, I feel the vibe your presence implies. You make my world so true by looking deeply. Wunderbar. Das war der Col du Vrenne. Führt jetzt über Annecy nach Grenoble. Jetzt sind wir in Saint-Pierre d'Albigny, heißt es hier. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Die Sonne hat drauf gescheint. Ja, es ist jetzt 18:30 Uhr, wir haben es geschafft, wir sind jetzt in Grenoble. Ein unglaubliches Treiben in dieser Stadt. Es ist sehr warm, wirklich, es hat 33, 34 Grad. Und wir haben gebucht im Kyriat Hotel in Grenoble. Zu allem Unglück ist die Adresse bei Booking falsch. Wir haben jetzt am Hotel angerufen. Der hat uns jetzt die richtige Adresse gesagt. Wir waren schon in der Stadtmitte und fahren jetzt zum Hotel raus. Aber gut, jetzt, das schaffen wir für heute. Und da bleiben wir 2 Tage. Schön, dass ihr dabei wart und dass euch das interessiert hat. Und bis zum nächsten Tag. Danke, tschüss und euer Motorradtour. Ciao.